Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für leckere Frikadellen mit cremiger Pfefferrahm-Knoblauchsoße. Dafür bereiten wir zunächst die Hackmasse für die Frikadellen vor. 500 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine Rührschüssel geben, 50 Gramm Paniermehl, ein Ei, 1 Esslöffel Senf sowie 1 bis 2 Esslöffel Ketchup dazugeben. Außerdem eine kleine Zwiebel abziehen und fein hacken, ebenfalls zum Hackfleisch geben und zum Schluss alles mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Danach einfach mit den Händen vermengen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und eine kompakte Fleischmasse daraus entstanden ist. Wenn das erledigt ist, können wir die Frikadellen formen. Die Hackmasse sollte für 8 Frikadellen ausreichen, zwischen den Handflächen zu kleinen Bällchen formen und dann zu Frikadellen flach drücken und bis zum Anbraten zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Soße. Dafür brauchen wir einen kleinen Mixbecher, einen gehäuften Teelöffel Speisestärke hineingeben, außerdem 300 ml Gemüse- oder Fleischfond dazu gießen, 200 ml Sahne, zum Schluss noch eine kleine Knoblauchzehe dazu pressen, anschließend alles einmal kurz miteinander verrühren und gegebenenfalls noch mit etwas Salz abschmecken. Wenn das erledigt ist, können wir die Frikadellen braten, dafür eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt die geformten Fleischbällchen nebeneinander in die heiße Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten. Die Frikadellen anschließend einmal wenden und von der anderen Seite ebenfalls für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze braten, bis die Frikadellen von beiden Seiten schön gebräunt sind. Danach kommen wir zur Pfeffersoße. Dafür gebe ich als erstes 2 bis 3 gute Teelöffel eingelegte grüne Pfefferkörner in die Pfanne, ruhig auch etwas von dem Essigsud dazugeben. Danach die vorbereitete Sahnesoße ebenfalls dazu gießen. Die Soße jetzt nur noch zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel für weitere 6 bis 7 Minuten sanft köcheln lassen, so lange bis die Frikadellen gar sind und die Soße eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Danach sind wir fertig. Die Frikadellen mit Pfefferrahm-Knoblauchsoße jetzt vom Herd ziehen, gegebenenfalls nochmal abschmecken und dann die Frikadellen mit Soße auf Tellern verteilen. Als Beilage gibt es bei uns heute Pommes. Ihr könnt aber auch Nudeln oder Reis dazu reichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.